Hallo zusammen, willkommen zu meinem Kanal Mizukis Home. Ich bin Mizuki und heute zeige ich euch mein Rezept von Tenshinhan. Tenshinhan ist nicht dieser Charakter von Dragon Ball, sondern dieses japanische Essen. Tenshinhan ist ein leckeres Reisgericht mit Eiern und einer speziellen Sauce. In Japan kann man diesen Tenshinhan oft in chinesisches Restaurant essen, deswegen denken wir so, dass Tenshinhan ein chinesisches Essen ist. In der Tat ist es das aber nicht. Tenshinhan ist ein japanisches Essen, das wie chinesisches gekocht wird. Heute kochen wir diesen Tenshinhan zusammen. Dann, los geht's! Als Zutaten für Tenshinhan brauchen wir Reis, Eier, Surimi-Sticks und geschnittene Lauchzwiebeln. Wenn man zu Hause Tenshinhan kocht, benutzen wir oft Surimi-Sticks. Aber wenn wir Tenshinhan im Restaurant bestellt, gibt es aber keine Surimi-Sticks. Ihr könnt natürlich Surimi-Sticks für Tenshinhan benutzen, aber muss man das nicht unbedingt. Aber ich koche heute einen typischen standardmäßigen Tenshinhan, wie man ihn in Japan meistens zu Hause kocht. Für die Soße brauchen wir Wasser, Sojasauce, Salz, Pfeffer, Sesamöl, Hühnerknochenbrühe und Kartoffelmehl. Ich benutze gerne diesen Kartoffelmehl, das man bei Rewe kaufen kann. Wenn man zu Hause keinen Kartoffelmehl hat, kann man auch Kartoffelstärke alternativ benutzen. Aber ich benutze gerne Kartoffelmehl. Tenshinhan ist sehr beliebt in Japan und man kann es günstig im Restaurant essen. In Japan gibt es ein Kettenrestaurant, das Gyoza no Osho heißt. Dort kann man chinesisches Essen auf japanische Art essen. Das Essen ist dort sehr lecker und günstig und man bekommt große Portionen. Das Preis-Leistung-Verhältnis ist dort sehr gut und alles schmeckt sehr gut. Als ich noch in Japan war, habe ich mit meiner Familie bei Gyoza no Osho für chinesisches Essen gegessen. Es war richtig lecker. Dann fangen wir mal an, Tenshinhan zu kochen. Ich habe schon mal Reis gekocht. Wenn man zu Hause einen Reiskocher hat, benutzt ihn einfach. Wenn nicht, schaut gerne mein anderes Video, in dem ich Reis ohne Reiskocher gekocht habe. Auf dem Reis gebe ich weich zubereitete Eier mit Surimi-Sticks und geschnittenen Lauchzwiebeln. Ich zerreiße also vorher Surimi-Sticks und lege sie erstmal daneben. Ich benutze 3 Eier für eine Portion Tenshinhan. Ihr könnt euch die Anzahl von Eier selber aussuchen, aber ich empfehle euch, dass man mindestens 2 Eier für Tenshinhan benutzt. Wichtig ist, dass man weiche Eier macht und die Eier nicht zu hart werden lässt. Ich brate inzwischen niedrigen Hitze und mittleren Hitze die verrührte Eier auf einer runden kleinen Pfanne. Dazu gebe ich Surimi-Sticks. Ihr könnt ihn auch vorher in verrührten Eier geben. Falls ihr keine Surimi-Sticks habt oder sie nicht mögt, muss man sie nicht unbedingt benutzen. Ihr könnt zum Beispiel nur geschnittene Lauchzwiebeln oder Shrimp und so weiter geben. Nur Eier schmeckt es sowieso sehr gut. Die Eier sollten nicht ganz hart gebraten werden, sondern ein bisschen flauschig. Wenn die Eier fertig gebraten sind, solltet ihr die Pfanne vom Herd nehmen, damit die Eier nicht hart werden. Ich gebe auf einen Teller Reis, dabei benutze ich eine kleine runde Schüssel und drücke ein bisschen den Reis, damit der Reis eine runde Form hat. Darauf lege ich die gebratenen Eier. Ich bereite mich jetzt auf die Soße von Tenshinhan vor. Gebt in eine kleine Pfanne bzw. in einen kleinen Topf 500 ml Wasser, 4 Teelöffel Hühnerknochenbrühe,
4 Teelöffel Sojasauce, 2 Teelöffel Sesamöl, eine Prise Salz und eine Prise Pfeffer. Ich benutze diese Hühnerknochenbrühe. Ihr könnt gerne mein Video über japanische Gewürze und Soßen anschauen. Dort habe ich auch diese Hühnerknochenbrühe vorgestellt. Alle Zutaten sollten bei mittlerer Hitze erwärmt und verrührt werden. Wenn die Soße gekocht wird und alle Gewürze gut verrührt werden, verringere ich die Hitze ein bisschen. Dann mische ich in einer kleinen Schüssel 4 oder 5 Teelöffel Kartoffelmehl und 4 oder 5 Teelöffel Wasser zusammen. Dieses mit Kartoffelmehl gemischte Wasser gebe ich dann in die Soße ein und verrühre sie, bis die Soße angedickt wird. Wenn die Soße angedickt wird, ist die Soße von Tenshin-Han fertig. Ich gebe die Soße auf Eier. Wenn man möchte, kann man geschnittene Lauchzwiebeln oder Erbsen auf die Spitze legen. Dann itadakimasu. Guten Appetit! Sehr lecker wie immer. Ich mag Tenshin-Han sehr. Als Kind habe ich oft Tenshin-Han in Japan gegessen. Ich mag meistens Eiergerichte, deswegen mag ich auch Tenshin-Han. Ich habe alles gegessen und es war einfach sehr lecker. Lustig ist, dass es in China keinen Tenshin-Han gibt. In China gibt es eine Stadt, die Tenshin heißt. Ich weiß aber nicht, wie man Tenshin auf Chinesisch ausspricht. Diesen Tenshin-Han kann man meistens in Japan bei chinesischen Restaurants essen. Aber diese Speise kommt nicht aus China, sondern ein Japaner hat es auf chinesische Art gekocht. Es schmeckt deswegen ein bisschen wie eine chinesische Speise. Ich denke, viele mögen Tenshin-Han. Kocht mal gerne diesen Tenshin-Han und wenn euch das gut schmeckt, schreibt gerne in die Kommentare. Bitte abonniert gerne meinen Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!